Ich habe bei mir ein Heltec gefunden, ein Heltec V3. Den möchte ich, also aktuell läuft er gar nicht, wie man sieht. Den habe ich im Kleinbetrieb gehabt, um ein bisschen rumzuspielen. Aber ich möchte den ganz gerne als Repeater betreiben. Hintergrund ist, dass ich jede Menge Freunde und Familie habe, die keine Amateurfunker sind, und im Notfall möchte ich auch mit denen in Kontakt bleiben. Das heißt, die Idee wäre, mit Teilen, die ich irgendwie hier so rumfliegen habe, das Ganze autark zu betreiben mit einer Solarzelle und ja, einer Batterie. Das wäre die Antenne, die ich da anschließe. Im Testbetrieb hatte ich das auch schon, wie gesagt, als Client, und das hat wunderbar funktioniert. So, das Gehäuse. Das sind Libo-Batterie-Lademodule. Aber das sind die ohne Output. Die können wir also nicht gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Das sind die Module, um die 24 Volt von der Solarzelle runter zu regulieren auf 5 Volt. Das ist ein Gyroskop. Ja, das habe ich gesucht. Das sind genau die richtigen Lademodule. So. Und zwar haben die den Vorteil gegenüber den kleinen, die ich eben schon hatte. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Hier kommt die Batterie dran. Hier draußen kommt die Ladung dran. Also sprich der Heltec. Dann kann man den entweder per USB aufladen, oder mein Plan wäre hier, das sind 5 Volt, hier den DC Down Converter, den ich da schon hingelegt habe, anzuschließen. Ja, und dann hier die Batterie und da den Heltec. So. So, während ich das Ganze jetzt aufbaue, kann ich noch einmal kurz erläutern, wie die Schaltung funktionieren wird. Dafür habe ich hier ein Bild dargestellt. Wir sehen einmal die Solarzelle, die je nach Sonnenintensität bis zu 21 Volt liefert. Wir regeln das runter auf 5 Volt und speisen damit den Laderegler für die Batterie und gleichzeitig auch den Heltec. Scheint die Sonne nicht, dann wird der Heltec halt einfach nur über die Batterie betrieben. So, ich habe hier gezeigt, dass der DC-DC-Konverter von der Solarzelle mit Strom gespeist wird.
Und jetzt schließe ich den Laderegler an. So im Hintergrund kann man sehen, dass ich schon wieder anfange zu löten. Was mir in dem Moment noch nicht klar ist, dass ich da einen Fehler gemacht habe. Ich habe Plus und Minus vertauscht. Nicht der Batterie, sondern von dem DC-Konverter. Jetzt schließe ich den Laderegler am Konverter an. Dann kommt noch die Batterie dazu. Dann noch ein bisschen hübsch machen. Kabel richtig hinlegen. Ich klebe das an dieser Stelle ganz gerne fest, damit die dünnen Kabel nicht so schnell abbrechen. An dieser Stelle frage ich mich, wie ich genau die 3,3 Volt anschließe, denn was man hier an dem Video nicht so gut sieht, dort sind 3,3 Volt Anschlüsse, das sind aber nur Ausgänge, keine Eingänge. Das heißt, ich schließe es jetzt dort an, wo man eigentlich die Batterie anschließen würde. So, jetzt wird mir so langsam klar, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Denn zum einen stimmt die Spannung nicht und zum anderen wird das Ganze ziemlich heiß. So, also einmal auseinander poolen. Dann ablöten und korrekt anlöten. So, und schon wird es auch nicht mehr heiß und alles funktioniert so, wie es sein soll. Wunderbar, das heißt, wir können das Ganze hier ins Gehäuse packen. Und dann aufs Dach hieven. So, das mache ich aber nicht in dem Video. Das Video ist hier schon lang genug. Das schauen wir dann im nächsten Video an. Ich werde das hier aber vorbohren. Das heißt, in einem weiteren Video werden wir sehen, wie ich das Ganze flashe, dass es ein Repeater ist. Und ja, dann sieht man sich auf dem Dach wieder, wie ich das installiere. Bis zum nächsten Mal. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee.